Hallo zusammen! Vor über einem Jahr habe ich euch ja die Tacx-App vorgestellt. Tacx ist ja ein Rollenhersteller hier fürs Indoor-Radfahren und entsprechend bieten diese hier auch eine App an, wo ihr das Ganze dann hier trainieren könnt oder beziehungsweise hier Strecken abfahren könnt. Mittlerweile gehört es ja zu Garmin, das heißt also, hier gibt es auch eine komplette Integration in das Garmin-Ökosystem. Heute möchte ich euch zeigen, was Neues hinzugekommen ist, aber natürlich auch für die sich jetzt generell für die Tacx-App interessieren, möchte ich euch mal zeigen, was es denn generell an Funktionen hier gibt. Die Tacx-App selbst gibt es dann hier auch in verschiedenen Ökosystemen. Du kannst das Ganze einmal im Google Play Store herunterladen und entsprechend dann hier auf dem Android-Tablet nutzen oder auf dem Handy. Das Ganze geht natürlich auch auf dem Computer, auf Microsoft-Geräten, aber natürlich dann auf macOS ebenfalls, sowohl hier auf dem MacBook als jetzt hier bei mir zum Beispiel auf dem iPad oder dann auf dem iPhone ist ebenfalls die Möglichkeit, hier das Ganze zu nutzen. Voraussetzung dafür ist aber, dass dein Gerät hier Bluetooth unterstützt, weil du musst natürlich die Rolle hier mit Bluetooth verbinden. Eine weitere Voraussetzung ist dann noch die Kompatibilität. Die Tacx-App funktioniert an dieser Stelle nur mit smarten Rollen von Tacx selbst. Das heißt also, wenn du jetzt von Wahoo oder von Elite eine Rolle haben solltest, die kannst du dann leider hier nicht verbinden. Darüber hinaus meldest du dich bei der Tacx-App ja mit deinem Garmin Connect Konto an. Das heißt also, das ist der gleiche Zugang, den du jetzt auch in deiner Garmin Connect App nutzt. Vorteil hier ist auf jeden Fall, dass alle Daten, die du in der Tacx-App sammelst, sei es jetzt hier Leistungsdaten, aber natürlich auch Belastungswerte, diese werden entsprechend auf dein Garmin Connect Konto übertragen. Und wenn du eine Uhr hast, die zum Beispiel Trainingsload unterstützt, wird das entsprechend dann hier auch mit berücksichtigt bzw. mit eingerechnet. Und so hast du dann auch hier deine Leistungsdaten, Trainingsdaten, die du in der Tacx-App sammelst, ebenfalls mit auf deiner Uhr. Das gleiche gilt natürlich dann auch für dein Edge-Gerät. Auch da werden dann die Daten entsprechend aktualisiert. Und wenn wir uns jetzt direkt die Übersicht anschauen, können wir auch sehen, wir bekommen einmal die Anzeige, also das Startbildschirm. Rechts oben haben wir hier den Tacx Neo 2T und HRM Pro Code verbunden. Alles ist grün. Ihr könnt auch direkt hier schon starten, indem ihr zum Beispiel Filmvorschläge auswählt. Die werden euch direkt angezeigt. Ihr habt jetzt auch ganz neue Playlisten. Das ist ganz toll. Da könnt ihr euch nämlich jetzt einfach eine Playlist aussuchen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt hier die European City Tour. Und hier bekommen wir nämlich jetzt schon angezeigt, dass diese ganze Playliste eine Strecke von 245,6 Kilometer hat und 1373 Höhenmeter. Unten können wir auch ganz gut sehen, wir bekommen einmal angezeigt, welche Touren das sind. Das sind genau 8 Stück. Wir haben zum Beispiel hier Paris, Amsterdam, Brügge, alles dabei. Und der Vorteil hier ist auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel jetzt in Paris starten, das habe ich jetzt schon gemacht, deswegen ist der grüne Haken da, dann könnt ihr die 40,3 Kilometer fahren. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte aber jetzt einfach noch weiterfahren, möchte es nicht unterbrechen, dann springt ihr automatisch die nächste Tour, in diesem Fall nach Amsterdam, und fahrt dann hier in Amsterdam weiter und könnt da eure Kilometer sammeln. Das könnt ihr so lange machen, wie ihr wollt. Ihr könnt theoretisch auch die ganzen 200 Kilometer komplett herunterfahren, wenn ihr das möchtet. Das ist ebenfalls möglich. Einen kleinen Nachteil gibt es aber, wenn du Strava nutzt. Also man hat ja die Möglichkeit, auch Garmin mit Strava zu verbinden. Und alle Strecken, die du hier abfährst, werden auch nach Strava synchronisiert. Natürlich auch mit deinen Leistungsdaten. Da gibt es, wie gesagt, den Nachteil, dass wenn du in Paris startest und Amsterdam weiterfährst, dass es hier so einen GPS-Strich gibt, also einfach nach Amsterdam springt. Leider werden die Touren nicht extra oder separat exportiert, sondern wirklich als gesamte Tour. Du hast dann auch die Möglichkeit, unten die Tour fortzusetzen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel jetzt hier drauf gehen, dann würden wir einfach die Tour jetzt weiterführen, in diesem Fall in Amsterdam, und könnten dann hier weiterfahren und müssten jetzt nicht einfach nochmal von vorne anfangen. Oben am blauen Balken seht ihr dann auch schon, wie viele davon abgeschlossen habt, und so habt ihr es dann ebenfalls mit im Überblick. Und darüber hinaus werden von Garmin auch die Garmin Challenges unterstützt. Das heißt also, das sind die gleichen, die wir jetzt auch aus der Garmin Connect App kennen. Hier seht ihr dann schön im Überblick, wie weit ihr da schon unterwegs seid und ob ihr dann eure Challenges hier schafft. Wenn wir hier durchscrollen, können wir auch sehen, gibt es hier auch weitere Challenges, die ihr direkt hier ausführen könnt. Zum Beispiel haben wir den USA Roadtrip, da ist so eine Fahne dran. Wenn wir das auswählen, dann bekommen wir nämlich auch hier die Strecken angezeigt. Das sind in dem Fall hier 6 Stück. Und diese kannst du dann auch hier durchführen. 21 Tage habt ihr Zeit, um die 221 Kilometer zu sammeln und entsprechend auch hier Punkte zu sammeln für eure Challenges bzw. für eure Erfahrungspunkte, die es hier in Garmin gibt. Wenn wir dann wieder zurückgehen, gibt es dann hier noch weitere Daten. Wir sind zum Beispiel dann die letzte Aktivität oder wir können auch direkt hier ein neues Training starten. Einen kleinen Nachteil gibt es leider. Wir kennen es ja von Garmin-Uhren auf dem Edge-Gerät. Ihr könnt ja gegen alte Aktivitäten antreten, um besser zu werden. Das gibt es hier so leider in der Tacx-App nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine alte Aktivität hineingehe, sehen wir einfach nur hier meine Daten. Aber was wir nicht machen können, ist gegen diese Aktivität, zumindest im iOS-Gebiet, hier anzutreten.
Ich habe mal gelesen, dass es bei Microsoft Windows gehen soll. Könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Ich habe leider keine Möglichkeit, es nachzuprüfen. Aber wie gesagt, ist leider hier auf iOS nicht möglich. Zumindest momentan nicht. Jetzt haben wir uns natürlich die allgemeine Anzeige angeschaut. Ist aber interessant zu sehen, was ihr sonst noch alles machen könnt. Es geht nämlich noch viel mehr. Einmal könnt ihr natürlich unter Meine Aktivitäten eure Aktivitäten anschauen, die ihr durchgeführt habt. Hier könnt ihr euch dann mal die Leistungsdaten anschauen. Ich habe jetzt mal ein paar entspannte Strecken gemacht. Ihr könnt natürlich die Strecke dann auch nochmal durchführen oder nochmal fahren, wenn ihr möchtet. Und wir können auch rechts sehen, dass momentan 9 Spieler live sind oder 9 Fahrer. Gegen die könnt ihr dann auch antreten. Das heißt also, die werden entsprechend dann auch hier angezeigt. Das sehen wir aber gleich nochmal. Ich gehe dann nochmal gleich in so eine Tour hinein. Und wenn ihr oben auf Aktivitäten geht, dann könnt ihr natürlich alle eure Aktivitäten hier auf der Strecke nochmal genauer anschauen. Und so habt ihr es dann auch nochmal mit im Überblick. Wir gehen jetzt aber einfach mal auf Neue Tour. Hier bekommen wir dann alle Filme angezeigt, die uns Garmin hier anbietet, beziehungsweise in der Tax-App angeboten wird. Oben können wir ganz gut sehen, wie viele Spieler oder wie viele Fahrer ja aktuell auf jeweiligen Strecken unterwegs sind. Das sind mal mehr, mal weniger. Und auch hier sind nochmal die Playlisten aufgeführt, das haben wir gerade eben schon gesehen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hier Downloads durchzuführen. Können einfach mal drauf gehen, können wir zum Beispiel auch sagen, rechts oben, wir möchten das Ganze hier downloaden. Download starten, könnt ihr euch auch mal die Auflösung aussuchen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier kein Internet habt, könnt ihr es entsprechend herunterladen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass ihr dann auch das Abo habt, weil das Ganze funktioniert hier mit einem Abo-Modell. Wenn wir dann weiter herunter scrollen, können wir auch ganz gut sehen, es gibt dann auch noch Strecken mit mehrstufigen Stages oder ja, die bauen dann auf. Zum Beispiel hier auf Korsika gibt es hier mehrere Stufen. Wir können einfach mal hier reingehen und dann sehen wir auch hier nochmal schön im Überblick, wo wir gerade unterwegs sind. Das wäre jetzt hier die ganze Strecke, aber man kann natürlich dann auch hier Teilstrecken fahren. Ihr könnt einfach mal die unten Teilstrecke wählen, das ist der grüne Button und dann habt ihr hier alle Strecken und ihr könnt aber auch individuell auswählen, welche Strecke ihr dann fahren wollt. Wir sehen hier oben im blauen Bereich, wenn wir dann die ganze Strecke nehmen, ist alles blau. Wenn wir Part 2 auf 6 nehmen, dann bekommen wir hier nur noch die Hälfte der Strecke oder wir können auch nur den ersten Teil machen. Das ist ebenfalls möglich, wenn ihr das möchtet. Ihr habt aber auch die Option, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt aber eine bestimmte Steigung fahren, beziehungsweise in einem bestimmten Land oder einem bestimmten Gebiet. Ihr könnt dann rechts oben dann auch Filme filtern. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und ihr habt da zum Beispiel die Möglichkeit, die Schwierigkeitsgrade einzustellen. Wir sagen uns einfach mal mäßig oder leicht bis mäßig. Dann könnt ihr auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt hier nur 40 Kilometer fahren oder knapp 40, machen wir ein bisschen drüber. Und bei den Höhenmetern, da möchte ich nicht mehr als 1300 machen. Und die durchschnittliche Neigung könnt ihr ebenfalls einstellen, machen wir mal einfach 7% und maximal nochmal aus 7%. Und wenn wir dann auf Ergebnis anzeigen gehen, bekommen wir dann auch alle Strecken angezeigt, die entsprechend der Vorgaben da sind. Wir können zum Beispiel sagen, hier Triathlon de Paris oder auch zum Beispiel hier können wir dann nach Yosemite Nationalpark fahren. Den wählen wir zum Beispiel aus und dann bekommen wir den auch hier direkt angezeigt und können auch hier entsprechend die Strecke starten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir wählen dieses Ganze aus, sagen jetzt einfach mal hier okay. Und dabei bekommt ihr dann auch nochmal einen kleinen Überblick, was die Strecke alles zu bieten hat. Durchschnittliche Neigung, maximale Neigung wird angezeigt. Höhe ist dann sehr entspannt, das ist jetzt eine leichte Strecke. Aber um das Ganze mal zu zeigen, ist es gleich ganz gut. Wir starten das jetzt einfach mal. Sagen wir uns, das Training starten. Und dann geht es auch schon gleich direkt los. Wir können sehen, wir bekommen nochmal so einen kleinen Überblick angezeigt. Ich steige jetzt mal ganz kurz aufs Rad. Sehen wir auch hier, bei der Tour sind momentan 3 Leute unterwegs. Wir sind jetzt momentan im Warm-up. Ihr könnt jetzt direkt einmal hier Warm-up durchführen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen, wärmen uns ein bisschen auf. Dann wird schon die Zeit mitgezählt. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte jetzt direkt starten. Dann gehen wir jetzt einfach unten auf Jetzt starten. Und da seht ihr auch schon, dann wird das Ganze hier direkt angezeigt. Einmal seht ihr unten das Höhenprofil, beziehungsweise dann auch die Fahrer, die unterwegs sind. Ja, wir wollen jetzt nicht streichen. So, genau. Wir sehen jetzt einmal hier das Höhenprofil, was unten angezeigt wird. Links sehen wir dann, momentan 100 Meter sind wir jetzt gefahren. Rechts sehen wir dann die Distanz, die noch übrig ist. In der Mitte ist dann die Zeit. Links oben habt ihr dann eure aktuellen Wattwerte, als auch die Steigung mit dem Steigungsprofil. In dem Fall ist es jetzt grün. Und ihr seht natürlich noch die Geschwindigkeit, Kalorien und rechts oben habt ihr dann die Watt pro Kilo, die ihr aktuell tretet. Ich mache das hier entspannt. Und die Distanz bzw. Entfernung zu den jeweiligen Leuten, die hier auf der Tour unterwegs sind. Darüber hinaus können wir dann auch hier einmal wischen. Wenn wir von links nach rechts wischen, könnt ihr dann oben das Datenfeld ändern. Oder ihr könnt es auch ganz weglassen, wenn euch das komplett stört. Da habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, das war eins zu weit. Und so habt ihr nur entsprechend den Film, den ihr abfahrt und könnt dann hier am Fernseher oder über das Volt hier entsprechend die Strecke abfahren. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn wir von unten nach oben wischen
uns hier die Seiten anzeigen zu lassen. Also wir sehen hier, das, was wir gerade im Vision gemacht haben, können wir durchblenden. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt kein Video machen, könnt ihr auch hier auf Karte gehen. Dann bekommt ihr nämlich hier eine Karte angezeigt und könnt so entsprechend eure Karte abfahren. Und dann könnt ihr sagen, okay, so möchte ich es haben. Und die könnt ihr dann auch nochmal raus und rein zoomen. Und so habt ihr dann auch schön einen Überblick, wo ihr gerade unterwegs seid. Darüber hinaus könnt ihr dann auch rechts unten noch Einstellungen vornehmen. Machen wir jetzt einfach mal. Da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Videoqualität einzustellen, wenn zum Beispiel das Internet schlecht ist und das Ganze nicht so ganz funktioniert. Ihr könnt dann auch noch die Kartentypen ändern. Ihr könnt zum Beispiel auf Normal stellen, auf Satellit oder auf Hybrid. Da bekommt ihr zum Beispiel dann in der Stadt angezeigt, welche Gebäude in der Nähe sind, beziehungsweise bekommt auch noch ein paar Daten. Und so sieht es zum Beispiel jetzt aus, wenn man hier normale Standardkarte nimmt. Und ja, das kennt man jetzt von Google Maps. So sieht es entsprechend dann hier auch aus, beziehungsweise habt ihr die Möglichkeit. Ihr könnt natürlich dann auch wieder aufs Video zurückgehen und dann sehen wir hier, es lädt ein kurzes Moment nach. Ihr braucht auch schon eine gute Internetleitung, dass das auch wirklich gut funktioniert. Und sehen wir hier, habt es dann schön im Überblick. Und wenn wir jetzt einfach rüber scrollen, könnt ihr dann entsprechend die Tour hier abfahren. Und je nachdem, was ihr dann auswählt, habt ihr natürlich dann einmal Wälder, Wüsten, Städte, je nachdem. Ja, und falls ihr dann mal irgendwo auf die Toilette müsst oder irgendwas anderes ist, wenn das Rad steht bzw. ausgerollt ist, dann wird das Video automatisch gestoppt und ihr könnt einfach gleich direkt dann weiterfahren. Wir werden das Ganze aber jetzt generell stoppen. Ja, sagen einfach stoppen, Training beenden. Und dann bekommen natürlich ein paar Trainingsdetails angezeigt. Das ist jetzt nicht so viel. Und hier können wir dann auch sagen, wollen wir speichern, das ist der grüne Button, oder wollen wir es verwerfen, das mache ich jetzt. Es gibt dann aber noch weitere Möglichkeiten, was du mit der Tax-App durchführen kannst. Und zwar ist das hier mit eigenen GPS-Daten zu fahren. Da gehen wir jetzt einfach oben auf den Reiter GPS. Und hier sehen wir dann schon mal die Tax-Touren, die es gibt. Habe ich jetzt selber noch nicht durchgeführt, aber hier könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal das Ganze durchführen bzw. abfahren. Nachteil ist hier nämlich, es gibt hier keine Videos. Ich habe zum Beispiel auch von mir Touren hochgeladen. Das funktioniert leider momentan, zumindest habe ich es nicht in der App hinbekommen. Ich muss mich immer noch in diese Tax Cloud einloggen. Dafür gibt es eine eigene Seite, das blende ich einfach mal ein, beziehungsweise gibt dir mal einen Link unten. Wenn du dich da einloggst, dann kannst du deine GPS-Daten hochladen und entsprechend diese Daten oder beziehungsweise deine Daten abfahren. Ich habe zum Beispiel jetzt hier Heppenheim Bergstraße, das wählen wir jetzt einfach mal aus. Das ist eine MP1 oder HP1 Tour, die ich hier gemacht habe. Wir sehen hier das Höhenprofil, beziehungsweise wie ich da gefahren bin. Wenn du jetzt eine Strecke mit Steigung hast, dann wird es natürlich hier mit einer smarten Rolle simuliert. Das heißt also, wenn du den Berg hochfährst, dann ist die Anstrengung auch höher, beziehungsweise musst du den Berg dann entsprechend auch hier indoor hochfahren. Und wenn wir das jetzt einfach mal auswählen und starten, können wir auch sehen, dass ebenfalls dann hier ein Training gestartet wird. Und anders als jetzt gerade eben beim Video bekommt jetzt aber halt nicht dann das Video angezeigt, sondern lediglich die GPS-Daten. Wir können sehen, so wie wir das gerade eben schon gesehen haben, seht ihr entsprechend hier die Daten. Und wenn wir jetzt losfahren, können wir ganz gut sehen, wir sehen unten auch unser Höhenprofil. Und jetzt fahre ich hier ja, die GPS-Daten ab. In dem Fall werden auch so 3D-Häuser angezeigt. Und dann könnt ihr direkt eure Route durchfahren. Auch hier könnt ihr natürlich drauf tippen und rechts unten auf Einstellungen gehen. Und da könnt ihr zum Beispiel jetzt den Hybrid einstellen. Dann bekommt ihr zum Beispiel Hybridkarten angezeigt. Jetzt gerade ausgewählt. So, und dann lädt das Ganze auch schon. Ihr habt auch die Möglichkeit, da etwas herauszuzoomen. Ja, das ist ein bisschen zu viel. So. Und dann seht ihr auch direkt nochmal, wo ihr gerade unterwegs seid. Und ja, könnt dann abschätzen, wie die Tour noch ist. Ihr könnt auch ganz weit rauszoomen, um das Ganze dann genauer zu sehen. Und so habt ihr die Möglichkeit, eure alten Touren entsprechend auch nochmal abzufahren, falls was Schönes dabei war. Es gibt leider nicht die Möglichkeit, hier Videos hochzuladen. Das heißt also, du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich filme meine eigene Tour und sehe die später und stelle die anderen Leuten zur Verfügung. Das geht so leider momentan noch nicht. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Option hier auch da, die Challenge direkt auszuwählen. Ihr bekommt dann nochmal eine schöne Übersicht über alle Challenges, die es momentan gibt. Im oberen Bereich sehen wir jetzt hier die Tax Challenge, die wir dann auch direkt abfahren können. Im unteren Bereich seht ihr dann hier entsprechend die Challenge aus Garmin Connect. Und wenn wir jetzt rechts auf alle Anzeigen gehen, seht ihr, es gibt hier wirklich einige, die hier abfahren können, beziehungsweise wie viele Tage es dann ist. Und so habt ihr es auch noch mit im Überblick. Eine Sache habe ich noch vergessen, weil ich gerade hier in der Lupe-Funktion war. Ihr habt natürlich beim Filmen filtern auch die Möglichkeit, hier nach Ländern zu suchen. Das habe ich gerade übersehen. Da gibt es nämlich dann auch die Option, da werden euch alle Länder angezeigt, die momentan im Angebot sind. Und dann sehen wir auch hier nochmal eine Vielzahl. Ihr könnt zum Beispiel in Norwegen fahren und entsprechend auch nur die Länder auswählen, um entsprechend ja auch die Länder anzeigen zu lassen, beziehungsweise die Touren. Und so seht ihr dann auch nochmal hier in der Übersicht, welche Länder hier angeboten werden, beziehungsweise die entsprechenden Strecken. Eine weitere Änderung gab es dann im Bereich der Trainings. Wenn wir jetzt einfach mal auf das Trainingsfeld gehen, bekommen wir dann erstmal angezeigt unsere nächsten Trainings. Da gibt es aber leider momentan ein Problem. Wie sagt man so schön, Teufel ist das Eichhörnchen oder ja, so in der Form.
Ich hatte die ganze Zeit hier meine Trainings angezeigt bekommen. Das heißt also, ich habe einen Trainingsplan laufen. Aus irgendeinem Grund geht es momentan nicht. Ja, es sind jetzt hier 2 Tage vergangen. Es scheint jetzt wieder zu funktionieren. Wir sehen jetzt hier, unser geplantes Training im Garmin-Kalender wird jetzt wieder angezeigt. In diesem Fall ist ein Basistraining meines Trainingsplanes, den ich jetzt mal frisch angelegt habe. Leider ist es immer noch so, dass es nicht direkt aus dem Trainingsplan gezogen wird. Ich musste das Training jetzt hier kopieren und im Kalender einfügen. Dann hat es jetzt funktioniert. Scheinbar ist es noch nicht so ganz 100% in Ordnung. Aber wie gesagt, es soll hier im Regelfall der Garmin-Coach auftauchen, den ihr dann hier genutzt habt bzw. nutzt. Weil in der Vergangenheit war es ja so, dass Tacx ja eigene Trainings hatte, die sind jetzt alle rausgeflogen bzw. existieren nicht mehr und das Ganze wird jetzt mit dem Garmin Coach hier gemacht. Und da ist es dann auch so, ihr geht einfach hier auf das Training drauf und dann könnt ihr entsprechend das Training hier ausführen, wird das Ganze geladen, Training starten und auch da werden dann alle Daten hier übernommen bzw. der Garmin Coach nimmt die Daten auch auf und nimmt es dann für den Trainingsfortschritt. Was wir dann haben, ist dann hier zum Beispiel ein neues Training starten. Hier können wir zum Beispiel ein Leistungstraining machen oder ein Hangtraining. Was jetzt aber neu ist, sind die verschiedenen Trainingseinheiten. Einmal haben wir ganz klassisch hier, wenn wir auf Garmin Trainings gehen, alle Trainings, die uns Garmin Tacx App hier automatisch anbietet. So haben wir zum Beispiel hier Schwellentraining dabei, Basistraining, VO2 Max Training, aber auch ein Sprinttraining. Wir können einfach mal eins auswählen und uns mal anschauen. Ihr bekommt dann im Detail angezeigt, was ihr dann hier machen müsst. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel die Zeit bzw. Distanz. Und wir sehen auch hier dann die verschiedenen FTPs, die wir dann hier treten müssen. Und dann fahrt ihr entsprechend hier die Balken ab. Das Ganze funktioniert dann aber hier ohne Video. Das heißt also, du musst da wirklich hier diese Balken abfahren, die du dann hier ausgewählt hast. Was jetzt aber viel besser gelöst worden ist, ist jetzt die Möglichkeit, eigene Trainings zu erstellen. Wie gesagt, ihr könnt einmal Trainingspläne nutzen, die jetzt, wie gesagt, heute nicht angezeigt werden, aber im Regelfall schon. Ihr könnt auch auf meine Trainings gehen. Hier sehen wir nämlich jetzt schon 2 Trainings, die ich angelegt habe. Und wo habe ich die angelegt? Ganz einfach in Garmin Connect. Du kannst nämlich in deine Garmin Connect App hineingehen und hier Trainings anlegen. Und diese werden euch automatisch hier in der Trainings-App dann angezeigt, beziehungsweise hier unter den meine Trainings. Ich habe jetzt hier mal 2 Stück gemacht. Und da könnt ihr sehen, da sieht man auch gleich dann, wann das Ganze erstellt worden ist. Das ist ja einmal hier, die Zeit wird jetzt nicht errechnet, aber Erstellungsdatum war jetzt heute und Update-Datum auch am 30. Dezember. Und so hast du die Möglichkeit, hier eigene Trainings zu erstellen. Du hast auch die Möglichkeit, wenn du in der Tacx-App drin bist, zum Beispiel auf dem iPad geht das, hier Trainingsabschnitte in Garmin Connect anzeigen zu lassen. Da könnt ihr einfach hier draufdrücken und dann wird hier automatisch die Garmin Connect App gestartet. Und dann sehen wir auch hier, das wollte ich jetzt nicht, und dann sehen wir auch hier, könnt ihr dann auch nochmal Modifikationen durchführen. Ihr könnt zum Beispiel hier reingehen und sagen, hier, ich möchte das Ganze nochmal bearbeiten. Sagen wir hier Training bearbeiten. Und dann gehen wir einfach mal hier rein und dann können wir sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht doch nicht Leistungszone 4 machen, sondern hier vielleicht 6. Und dann sagen wir jetzt hier zurück und speichern. Und dann wird das Ganze entsprechend auch gespeichert. Und wenn wir dann jetzt hier in die Garmin Connect App zurückgehen, dann wird das Ganze dann auch direkt hier gleich synchronisiert, beziehungsweise gehen wir einmal runter, synchronisieren einmal durch. Und dann sehen wir jetzt hier unten ist dann auch schon jetzt hier der rote Balken. Gerade eben war der noch orange. Und so habt ihr entsprechend dann auch hier das neue Training, beziehungsweise das abgeänderte Training. Wir sehen auch hier, Update-Datum ist jetzt der 30.12., gleicher Tag. Und so habt ihr nun jetzt ganz neu die Möglichkeit, in Garmin Connect selbst eigene Trainings zu erstellen. Ihr müsst nicht mehr in diese Tacx Cloud hinein und ganz umständliche Trainings erstellen. Das ist jetzt hier viel leichter, weil es jetzt viel besser in die Garmin Connect App bzw. ins Garmin-Umfeld integriert worden ist. Und zu guter Letzt habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, hier Tests durchzuführen. Das heißt, also gibt es dann auch zum Beispiel den klassischen FTP-Test in allen verschiedenen Varianten. Einmal hier mit 20 Minuten, Stufentest und auch hier 4 gleiche Teile. Also das heißt, ihr könnt dann auch wirklich hier euch entsprechend durchtesten lassen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Einstellung. Wenn wir jetzt reingehen, seht ihr auch hier, könnt ihr zum Beispiel euer Profil bearbeiten oder ihr könnt auch nochmal die Trainingseinstellungen vornehmen, wie wir gerade eben schon drin waren. Das heißt also, hier könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal alles machen, was ihr braucht und benötigt, ohne dass ihr jetzt in der Aktivität hineingeht. Und so habt ihr dann auch eine Grundeinstellung, die ihr dann hier verwenden könnt. Und wie gesagt, sobald ihr Trainings durchgeführt habt, wird es natürlich entsprechend alles mit der Garmin Connect App synchronisiert. Und solltet ihr zum Beispiel jetzt hier, wie gesagt, Strava nutzen oder auch Training Peaks oder irgendein anderes Programm, wo dann die Sachen mit synchronisiert werden, funktioniert das Ganze auch, weil nämlich, wie gesagt, die ganze Strecke dann auch entsprechend hier in der Garmin Connect App ersichtlich ist. In der Garmin Connect App selbst siehst du dann auch nochmal, welche Route du gefahren bist und bekommst auch hier nochmal weitere Daten angezeigt und kannst dann auch hier nochmal in die Datenanalyse gehen. Also so wie wenn ihr eigentlich normalerweise da draußen unterwegs gewesen seid, habt ihr es dann entsprechend auch hier in der Anzeige. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick geben, was die Garmin Tacx App jetzt hier Ende 2024, Anfang 2025 alles kann. Sie ist wirklich eine sehr mächtige App. Du kannst hier wirklich sehr gut trainieren.
Wie gesagt, wenn der Trainingsplan funktioniert, kannst du auch diesen hier dann abfahren und das ist wirklich eine schöne Bereicherung, gerade jetzt im Winter, wo du, wenn es draußen sehr kalt ist und vielleicht mal nicht rausgehen möchtest, ist es auf jeden Fall eine Alternative. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar schreiben, ob die Tax-App für dich eine Alternative ist. Nutzt du die Tax-App? Wenn ja, was gefällt dir vielleicht nicht? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Oder was sind deine Alternativen? Was nutzt du gerne hier als Indoor-Training? Oder vielleicht auch gar nichts? Wie gesagt, schreib es mal gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um den Tax Neo 2T Smart wissen willst, ich habe mal ein Installationsvideo gemacht, das verlinke ich dir unten mal. Beziehungsweise wenn du noch mehr rund um Garmin wissen willst, ich habe ja etliche Sachen getestet und schon gezeigt, verlinke ich dir oben mal eine Playlist rund um Garmin. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bin ich in der Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.